Mein Name ist Heidi und in dieser Videoreihe nehme ich dich mit auf meinen Jakobsweg, den Camino Portugues da Costa von Porto nach Santiago de Compostela. Ich beschäftige mich viel mit mentaler Gesundheit und habe auch einen eigenen Podcast, Sinnspürer. Darin geht es um den Sinn des Lebens. Und mir persönlich gibt Reisen unglaublich viel Sinn, und wenn ich nicht mit meinen beiden Kindern verreise, dann bin ich sehr gern allein unterwegs. Ich lerne gerne neue Menschen und Orte kennen, spüre und schreibe und erweitere meine Perspektive. Der Jakobsweg ist ganz besonders und in dieser Videoreihe nehme ich dich mit in wundervolle Landschaften, den Pilgeralltag, Höhen und Tiefen. Und wer weiß, vielleicht inspiriert dich das auch für deinen eigenen Weg. Nach einer super tollen Nacht in Vila Praia de Ancora geht es heute nach Vilanova de Cervera, das sind ungefähr 20 Kilometer und ist heute Tag 5. Und diese Herberge, in der ich war, die war so schön, so friedvoll und toll eingerichtet, gab auch einen Coworking Space, also sollte ich mal Vacation machen, werde ich es definitiv hier tun. Und wirklich ganz toll, gab ein tolles Frühstück auch und ich fühle mich richtig gut erholt. Heute regnet es morgens mal nicht. Das ist schon auch gut für die Motivation für die nächsten 20 Kilometer. Ja, ich fühle mich gut. So, es ist früher Morgen, 8 Uhr. Ich habe einen Start von Vilanova de Cervera. Heute geht es nach Tui.
Und ich habe eine Blase im Fuß. Doch an Tag 6. Und ich hatte eine tolle Herberge diese Nacht. Und total nette Leute. Tolles Abendessen. Und wir haben alle unsere Wunden geleckt. Und Muskelkater. Also was schon so ist, man muss immer zumindest einen Tag vorher reservieren. Und die haben auch komplett durchgebucht. Und in wenigen Ortschaften wird es so sein, dass verschiedene Jakobswege zusammenkommen. Das heißt, da bekommt man sonst kaum noch ein günstiges Bett. Und die als erstes da sind nachmittags, die haben dann das Glück, im Etagenbett unten schlafen zu können. Und wenn man mit Muskelkater hochklettern muss, das ist schon eine Qual manchmal. Aber gestern hatte ich das Glück, ich war früh genug da. Es sind tatsächlich ziemlich viele Frauen alleine unterwegs oder in Zweiergrüppchen. Und ja, überrascht mich. Aber ich fühle mich hier auch völlig sicher und habe jetzt auch keine Sorge, dass da mich jemand überfällt oder so. Also man kann wirklich als Frau alleine hier sehr gut auch reisen. Man ist auch nie alleine. Man lernt immer andere kennen, trifft sich immer wieder. Und ist dann immer ein großes Wiedersehen. Auf jeden Fall. Mais uma vez, não consigo te esquecer. Sempre você, uma onda do mar. Sempre você. Você perto de mim, só penso em você, penso em você. Sempre você, uma onda do mar, e sempre você. So, ich bin jetzt an der Grenze zu Portugal, beziehungsweise zu Spanien. Hier an der Brücke geht es von Valencia nach Tui und da laufen wir jetzt gleich rüber. Hier ist auch die Zeitgrenze, das heißt, in Spanien ist es dann eine Stunde später als hier. No quiero llorar y no puedo dejar pensando en ti, pensando en ti. Y extraño tus besos y por todo lo que has hecho. Estoy agradecido, estoy agradecido. Y siempre he tenido
Einen schönen guten Morgen aus Tui. Ich bin hier gestern gut gelandet und es ist dann richtig heiß geworden. Also wir haben ja die Brücke überquert hier nach Spanien und es war richtig warm. Und ich hatte jetzt eine Herberge in einem Kloster. War sehr kalt heute Nacht. So alte Gemäuer. Die Tür hat gequietscht, immer wenn jemand auf Toilette ist. Und die Matratze war so durchgelegen. Ich habe wirklich in der Kuhle geschlafen. Das Frühstück für 3 € bestand jetzt aus abgepackten Croissants, Muffins, Marmeladen und Butterpäckchen und einem Kaffee, der wirklich scheußlich war. Aber ja, wir haben im Zimmer jetzt auch gelacht. Ich war in einem 5er-Zimmer mit lauter Deutschen heute tatsächlich. Und ja, wir sagten, das gehört so auch zum Camino dazu. Und dass es eben nicht alles so läuft, wie man es toll findet. Aber dann hat man eben auch Geschichten zu erzählen. Übrigens, falls es euch interessiert, also ich war jetzt immer in Hostales mit, ja, ich glaube 3 bis 12 Bettzimmern. Die Herbergen sind oft 60, 70, 80 Betten in dem Riesenraum. Das ist ein bisschen unterschiedlich und ja, man weiß oft dann vielleicht die Namen gar nicht und man hört sich rülpsen, pupsen, alles was so dazugehört und tauscht Tipps aus. Wir dealen mit Blasenpflastern, Sonnencreme, Slip-Einlagen, allem möglichen. Also es ist schon wirklich auch lustig. Es sind so Erlebnisse dabei. Heute laufe ich nach O Porrinho. Das ist nicht so weit. Ja, zur Begrüßung hupen die hier. Heute nur 15 Kilometer. Es wird meinen Blasen auch gut tun. Also ich habe jetzt an beiden kleinen Zehen eine Blase. Ich habe eine gestern noch aufgestochen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich will jetzt nur schauen, dass ich nicht zu humpeln anfange. Deswegen. Wetter heute ist gut. Bisschen bewölkt, aber ich hoffe, es wird halten, zumindest bis ich dran bin. Ja. Ich wurde öfter gefragt, zu Hause und hier auch, wie es denn ist, alleine zu laufen. Ob es eine Herausforderung ist. Also eigentlich finde ich gerade das Schöne, allein zu laufen, weil ja, man da wirklich sein eigenes Tempo finden kann. Wie gesagt, als Frau alleine hier ist kein Problem. Es sind sehr viele Frauen alleine, einige mehr als Männer. Und man ist nie allein. Ne? Wie ihr seht, glaube ich, hinter mir laufen welche. Vor mir laufen welche. Man trifft in Herbergen immer wieder bekannte Gesichter und es ist dann so eine Freude. Man läuft mal 2 Stunden mit jemandem, mal eine halbe Stunde. Man kennt sich nur vom Sehen, aber es ist so eine Gemeinschaft und es verbindet ja auch, dass man gemeinsam diesen Weg macht. Und die Pilger des Jakobswegs kann man auch oft daran erkennen, dass sie eine Muschel am Rucksack haben. Ja, das Symbol des heiligen Jakobus. Und man ist tatsächlich nicht alleine. Wenn man zu zweit läuft oder vielleicht in einer Gruppe, darf man schon sehr darauf achten, dass jeder sein eigenes Tempo hat oder dass jemand, der gerade einen guten Lauf hat für eine halbe Stunde, da mal ein bisschen voranzieht oder mal ein bisschen mehr zurückfällt. Aber wirklich das eigene Tempo macht es ja auch aus, hier das eigene Tempo laufen zu können, Pausen machen zu können, wenn man möchte. Und das geht meines Erachtens alleine besser, als wenn man jetzt mit jemandem zusammenläuft.
Zwischendurch gibt es hier so kleine Stände, an denen man Wasser kaufen kann, oder Muscheln oder Süßigkeiten. Mitten im Wald, mitten auf der Strecke. So, es ist mittags, ich bin fast da. Ist auch ziemlich warm jetzt. Ja, und solche Wege hier gehören auch dazu. Ich laufe schon kilometerlang an der Straße entlang, durch ein Industriegebiet. Viele Autos, Abgase. Teilweise nicht mal ein Fußweg. Also streckenweise musste ich mich über ein paar hundert Meter ganz am Rand halten. Ja, gehört auch dazu. So sehen übrigens Pilgerfüße aus. Getaped, Blasenpflaster, in den Pausen durchlüften und bewegen. In dieser Herberge gibt es Waschmaschine, Spülgang. Hier sind die Duschen. Und hier kommt man über die Keykarte rein. Und hat hier die Betten.